Ja, ein neues StarCraft kommt, zumindest wenn man den aktuellen Gerüchten Glauben schenkt. Streng genommen sind sogar zwei StarCraft-Projekte in Arbeit, wie ich euch bereits vor einem halben Jahr hier in den Zocker Lounge News als Gerücht mitgegeben habe. Und da das Thema aktuell wieder hochkocht, habe ich euch den aktuellen Stand in diesen News zusammengefasst. Let's go! Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Dieses Video wird euch von Xmod präsentiert. Mit Xmod könnt ihr im Grunde Spiele manipulieren und so, wenn ihr Bock drauf habt, auf eine Vielzahl von Cheats und Manipulationen zurückgreifen, um so eure Singleplayer-Erfahrung zu bereichern. So könnt ihr zum Beispiel in Pioneers of Pagonia Lega voll machen, in A917 direkt alle Forschungen freischalten oder in Manor auf Wunsch ohne Ressourcen bauen. Alles, was ihr dafür braucht, ist der Xmod Launcher, dessen Link ihr oben im i, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar findet. Mit meinem Code BK65 könnt ihr Xmod eine Woche kostenlos testen und erhaltet danach bei Gefallen 35% Rabatt auf eine längere laufende Lizenz, die ihr jederzeit wieder kündigen könnt. Einfach mal ausprobieren. Bevor ihr jetzt in Hype verfallt oder euch fragt, was der Typ von der Zocker Lounge da für einen Stuss labert, Ich bin der Schwarm. ja, es kommen tatsächlich gleich zwei StarCraft-Spiele. Allerdings ist zumindest das hauseigene Blizzard-Projekt ziemlich sicher kein RTS, sondern ein Third-Person-Shooter. Das zweite Projekt, um das es heute aber gar nicht gehen soll, ist ein Spiel im StarCraft-Universum von Nexon, welche die Rechte am Franchise Ende 2024 für mindestens ein Spiel ersteigert haben. Die Rechte waren dabei so umfassend, dass hier im Grunde alles kommen könnte, also vom billigen Cash Grab Mobile Port bis hin zu einem waschechten RTS. Bis auf die Tatsache, dass Nexon hierfür sehr viel Geld ausgegeben hat, ist aber nach wie vor nichts bekannt. Projekt 2 ist da viel spannender und findet schon seit 2-3 Jahren immer wieder seinen Weg in die Gerüchteküche von Reddit und Co., wie auch jetzt ganz aktuell. Und jetzt nochmal der Downer. Nein, Blizzard arbeitet definitiv an keinem RTS, sondern an einem Third-Person-Shooter im StarCraft-Universum. Und wer jetzt denkt, Moment mal, da war doch was vor vielen Jahren? Ja, Blizzard hatte vor 20 Jahren in Form von StarCraft Ghost genauso ein Projekt schon mal in der Mache, ehe man das Ganze irgendwann aus ungeklärten Gründen auf Eis legt. Denn ich bin die Königin der Klingen. Zu StarCraft Ghost gibt es übrigens mittlerweile diverse Gameplay-Leaks, die ich euch hier nebenher einblende. Ob man mit dem neuen Spiel jetzt das alte Ghost aufgreift oder etwas gänzlich Neues entwickelt, ist aber reine Spekulation, auch wenn das natürlich irgendwo naheliegend wäre. Leiter des StarCraft-Projekts ist dem Vernehmen nach Dan Hay, der ehemalige Executive Producer der Far Cry-Reihe bei Ubisoft, welcher aber schon seit einigen Jahren bei Blizzard in führender Rolle tätig ist. Strategisches Ziel des neuen Spiels soll es sein, das Franchise einem größeren Publikum zugänglich zu machen, da auch Blizzard das RTS-Genre nur noch als kleine Nische anzieht. Zudem soll das Spiel stark handlungsorientiert sein und könnte offene Spielwelten wie auch Sandbox-Elemente enthalten. Bis zur offiziellen Vorstellung ist es aber noch ein bisschen hin, denn diese soll im Rahmen der BlizzCon am 12. oder 13. September 2026 erfolgen. Wie der Windows Central-Redakteur Jess Gordon ausführt, wird der StarCraft-Shooter der zentrale Titel der BlizzCon sein. Daher übrigens jetzt auch der Leak, dass sich Blizzard schon in den Vorbereitungen für dieses Event befindet und es hierbei wohl eine undichte Stelle gab.
Auch Bloomberg-Journalist Jason Schreier hat das unangekündigte Spiel schon in seinem Buch Play Nice: The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment erwähnt, in welchem er auch schildert, dass Blizzard die Marke StarCraft keineswegs aufgegeben hat. StarCraft Ghost war übrigens nicht der einzige gescheiterte Versuch, das Franchise in ein neues Genre zu überführen, denn unter dem Codenamen Ares war auf Grundlage der Battlefield Engine ein Ego-Shooter geplant, in welchem ihr dann die Rolle eines Space Marines übernommen hättet. Aber wie geil wäre denn bitte ein Battlefield im StarCraft-Universum? Projekt Ares wurde dann 2019 zugunsten von Diablo 4 und Overwatch 2 gestoppt. Mehr ist dazu nicht bekannt. Spätestens im September wissen wir dann, was an den ganzen Gerüchten dran ist. Die Frage ist nur, ob ihr als ehemalige Zielgruppe der grandiosen RTS-Titel Bock auf einen Shooter habt. Bis zum nächsten Mal. Heute erobern wir unsere Heimat zurück. Und damit unser Vermächtnis.